Lektion 1. Die Schuhsaga. Hey Anna, ich wollte mir schon lange neue Laufschuhe besorgen. Hast du Lust auf einen Einkaufsbummel? Unbedingt. Ich helfe dir gerne dabei, das perfekte Paar zu finden. Das wird so viel Spaß machen. Toll, ich freue mich, dass du dich darauf freust. Ich brauche dringend ein Upgrade. Gar kein Problem. Wir finden ein paar tolle Schuhe für dich, die dein Laufen auf das nächste Level bringen werden. Das ist genau das, was ich mir erhoffe. Meine aktuellen fangen wirklich an, sich abzunutzen. Perfekt, schauen wir uns die neuesten Styles an und schauen, was ihnen ins Auge fällt. Führe den Weg. Ich vertraue deinem Sinn für Mode, also bin ich mir sicher, dass du mich in die richtige Richtung lenkst. Haha, ich werde mein Bestes geben. Ich bin gespannt, welche Schuhe zu deinem Laufstil passen. Das gleiche hier. Ich bin offen dafür, neue Dinge auszuprobieren, also bin ich mir sicher, dass wir etwas Tolles finden werden. Wunderbar. Ich habe ein paar Geschäfte im Sinn, die wirklich hochwertige Laufausrüstung anbieten. Klingt nach einem Plan. Ich bin sicher, wir werden in kürzester Zeit die perfekten Schuhe finden. Auf jeden Fall. Da wir beide auf der Jagd sind, werden wir bestimmt etwas Unglaubliches entdecken. Absolut. Ich fühle mich schon motiviert, rauszukommen und ein paar ernsthafte Meilen zurückzulegen. Das ist der Geist. Die richtigen Schuhe können wirklich den Unterschied ausmachen. Ganz gewiss. Ich hoffe, ein Paar zu finden, das bequem ist, stützt und auch gut aussieht. Zweifellos werden wir die perfekte Balance finden. Diese Geschäfte erfüllen wirklich alle Bedürfnisse des Läufers. Hervorragend, ich kann es kaum erwarten, verschiedene Optionen auszuprobieren und zu sehen, was am besten funktioniert. Ich auch nicht. Das wird wie ein Paradies für Schuhliebhaber sein. Das freut mich schon. Haha, ich merke es. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend, wissen Sie. Nun, weißt du, ich liebe jede Ausrede, um einkaufen zu gehen. Vor allem für eine so wichtige Investition. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Ein gutes Paar Laufschuhe ist entscheidend, um gesund und verletzungsfrei zu bleiben. Genau. Und mit deinem Engagement für Fitness verdienst du nur das Beste. Oh, du bist zu nett. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit deiner Hilfe die perfekte Passform finden werden. Daran habe ich keinen Zweifel. Lass uns losgehen und sehen, was diese Geschäfte für uns bereithalten. Klingt nach einem Plan. Ich bin bereit, wenn du es bist. Geh voran, mein modischer Freund. Du hast es. Das wird ein episches Shoeshopping-Abenteuer. Das spüre ich. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Mit dir an meiner Seite weiß ich, dass ich in guten Händen bin. Lektion 2. Das umweltfreundliche Zuhause. Guten Morgen, Anna. Hast du darüber nachgedacht, wie wir unser Zuhause umweltfreundlicher gestalten können? Du weißt es. Ich habe nach einigen wirklich effizienten Geräten und Tipps zum Wassersparen gesucht. Das ist großartig. Ich bin voll und ganz dafür. Jedes bisschen, was wir tun, kann einen Unterschied machen, oder? Definitiv.
Selbst kleine Veränderungen rund um das Haus können große Auswirkungen auf die Umwelt haben. Absolut. Also, nach welcher Art von Geräten haben Sie gesucht? Ich freue mich, davon zu hören. Nun, ich habe darüber nachgedacht, unsere Waschmaschine und unseren Geschirrspüler auf energieeffizientere Modelle umzustellen. Toll, das klingt nach einem klugen Schachzug. Ich wette, wir könnten auch bei unseren Stromrechnungen viel sparen. Genau. Und die neueren Modelle sind heutzutage so viel leiser und leistungsfähiger. Toll, ich bin begeistert. Was haben Sie sonst noch untersucht, um unser Zuhause grüner zu machen? Nun, ich habe auch nach einfachen Strategien zum Wassersparen gesucht, wie zum Beispiel Duschköpfe mit geringem Durchfluss. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich versuche immer, bewusster mit unserem Wasserverbrauch umzugehen. Ich auch. Und es gibt so viele einfache Möglichkeiten, zu sparen, wie zum Beispiel den Wasserhahn zuzudrehen, während wir uns die Zähne putzen. Absolut, jeder Tropfen zählt. Ich freue mich sehr darauf, mit der Umsetzung dieser umweltfreundlichen Änderungen zu beginnen. Das Gleiche hier. Ich denke, es liegt in unserer Verantwortung, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um nachhaltiger zu leben. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Und das Beste daran ist, dass viele dieser Upgrades uns auf lange Sicht Geld sparen können. Genau. Es ist rundum eine Win-Win-Situation. Sowohl die Umwelt als auch unser Geldbeutel profitieren davon. Ich liebe es. Also, was sollten wir Ihrer Meinung nach als erstes in Angriff nehmen? Ich bin bereit, loszulegen. Ich würde sagen, die Waschmaschine wäre ein guter Anfang. Das ist ein großer Energiefresser. Gute Entscheidung. Lass uns anfangen, uns umzuschauen und zu sehen, was unsere besten Optionen sind. Ich bin an Bord. Fantastisch, ich kann es kaum erwarten. Das wird so befriedigend sein und unser Zuhause umweltfreundlicher machen. Einverstanden. Es wird sich großartig anfühlen zu wissen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Vollkommen. Und wir kommen auch in den Genuss der Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen. Es ist ein Kinderspiel. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. In Ordnung, machen wir uns an die Arbeit an dieser umweltfreundlichen Hausrenovierung. Du hast es. Ich freue mich so darauf, einzutauchen. Das wird ein großartiges Projekt für uns. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang vieler großartiger umweltfreundlicher Verbesserungen ist, die noch kommen werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unser Zuhause wird bald viel nachhaltiger und effizienter werden. Ich liebe es. Okay, fangen wir an, diese Waschmaschinen zu erforschen. Das wird lustig. Ja, ich bin bereit, wenn du es bist. Machen wir das. Partner im Bereich Ökokriminalität. Haha, ich liebe es. In Ordnung, kommen wir zur Sache. Die Zukunft unseres Hauses liegt in unseren Händen. Lektion 3. Produktivitätsfreunde. Joanna, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich meine Produktivität steigern muss. Ich höre dich. Haben Sie nach Strategien gesucht, mit denen Sie mehr erledigen können? Nicht wirklich, ich hatte gehofft, du könntest ein paar Tipps haben.
Du bist immer so organisiert und effizient. Nun, ich habe im Laufe der Jahre definitiv ein paar Tricks gelernt. Ich würde sie gerne teilen. Das wäre großartig. Ich habe das Gefühl, ständig herumzulaufen, aber nicht wirklich viel zu erreichen. Ich verstehe dieses Gefühl vollkommen. Es kann schwierig sein, das richtige Gleichgewicht zu finden und konzentriert zu bleiben. Auf jeden Fall. Also, was sind einige der Dinge, die Sie tun, um den Überblick über Ihr Arbeitspensum zu behalten? Nun, eine große Sache ist es, To-Do-Listen zu erstellen und mir tägliche wöchentliche Ziele zu setzen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich vergesse immer, was ich erledigen muss. Dieser visuelle Überblick hilft mir wirklich, organisiert zu bleiben und meine Aufgaben zu priorisieren. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr hilfreich wäre. Empfiehlst du sonst noch etwas? Unbedingt. Eine weitere Sache, die für mich wegweisend war, ist das Zeitsperren. Zeitblockierung? Worum geht es da überhaupt? Es geht darum, bestimmte Zeitfenster für verschiedene Arten von Arbeit oder Aufgaben zu planen. Interessant, ich mag den Klang davon. Wie genau hilft das bei der Produktivität? Es verhindert, dass Sie abgelenkt werden und zwischen zu vielen Dingen gleichzeitig hin und her springen. Ah, ich verstehe, das macht sehr viel Sinn. Ich habe definitiv manchmal Probleme damit, konzentriert zu bleiben. Das Gleiche hier. Die Zeitblockierung hat mir wirklich geholfen, diese Ablenkungen zu minimieren und effizienter zu sein. Das ist großartig, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Gibt es noch etwas in Ihrem Produktivitätstoolkit? Ja, regelmäßige Pausen einzulegen ist ebenfalls sehr wichtig. Es hilft, Ihre mentalen Batterien wieder aufzuladen. Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass das entscheidend wäre. Ich neige dazu, einfach durchzuziehen, bis ich erschöpft bin. Früher habe ich das auch gemacht, aber dann wurde mir klar, wie viel mehr ich mit strategischen Pausen erreichen kann. Guter Punkt. Okay, ich mache mir hier Notizen. Das ist alles wirklich hilfreiches Zeug, Anna. Ich freue mich so. Ich glaube wirklich, dass diese Techniken einen großen Unterschied machen können. Sie müssen nur herausfinden, was für Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet ist. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, mit dem Experimentieren zu beginnen und zu sehen, ob ich produktiver werden kann. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Mach es einfach einen Schritt nach dem anderen und sei nicht zu hart zu dir selbst. Danke, ich weiß die Ermutigung zu schätzen. In Ordnung, machen wir das. Produktivitätsfreunde schließen sich zusammen. Verdammt ja. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie es läuft. Wir werden diese To-Do-Listen mit Sicherheit meistern. Du weißt es. Okay, Zeit, diese Tipps in die Tat umzusetzen. Das wird wegweisend sein. Ich habe keinen Zweifel. In Ordnung. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs weitere Produktivitätshinweise benötigen. Werde ich machen. Danke nochmal, Anna. Das ist genau das, was ich brauchte, um mich zu konzentrieren. Lektion 4. Politischer Dreh- und Angelpunkt. Hey Anna, hast du von dieser verrückten politischen Aufregung 1994 gehört?
Du meinst, als George W. Bush an Richards im Rennen um den Gouverneur von Texas besiegte? Das war ein ziemlicher Schock. Unbedingt. Ich erinnere mich, dass alle so überrascht waren, als es dem relativ unbekannten Bush gelang, den amtierenden Gouverneur zu stürzen. Ja, es war wirklich ein entscheidender Moment in seiner politischen Karriere. Ich frage mich, was ihn damals zu einem so starken Konkurrenten gemacht hat. Soweit ich mich erinnere, führte Bush einen klugen Wahlkampf, der bei den Wählern in Texas großen Anklang fand. Er positionierte sich als mitfühlender Konservativer, was einen Nerv zu treffen schien. Das ist interessant. Ich schätze, sein Hintergrund als Sohn eines ehemaligen Präsidenten hat auch nicht geschadet. Obwohl ich mir sicher bin, dass er sich seine eigene politische Identität herausarbeiten wollte. Ganz gewiss. Er wollte definitiv nicht einfach auf dem Mantel seiner Familie reiten. Bush hat wirklich hart gearbeitet, um sich selbst als hervorragender Kandidat zu etablieren. Das ist ein gutes Argument. Und natürlich bereitete ihn sein Sieg in Texas auf einen noch größeren politischen Aufstieg vor. Genau. Dieser Sieg im Gouverneursamt war ein großes Sprungbrett für ihn. Es brachte Bush auf das nationale Radar und ebnete den Weg für seine spätere Präsidentschaftskandidatur. Ja, es ist verrückt, sich vorzustellen, wie eine Wahl auf Landesebene so weitreichende Konsequenzen haben kann. Aber ich denke, das liegt in der Natur der Politik, man weiß nie, was zu einem entscheidenden Moment werden kann. Auf jeden Fall. Bushs Sieg 1994 hat die politische Landschaft wirklich erschüttert, sowohl in Texas als auch darüber hinaus. Es war ein echter Wendepunkt in seiner Karriere. Einverstanden. Es zeigt nur, wie wichtig es für Kandidaten ist, intelligente, strategische Kampagnen zu führen, auch auf Landesebene. Man weiß nie, wohin das führen könnte. Absolut. Und Bush hatte damals eindeutig die richtige Formel. Er war in der Lage, auf eine Weise mit den Wählern in Kontakt zu treten, mit der die erfahrenen Richards nicht mithalten konnten. Ja, es ist ein Beweis für sein politisches Geschick und seine Fähigkeit, die Wählerschaft zu lesen. Nicht schlecht für einen relativ Neuling in der Szene. Ganz gewiss. Dieser überraschende Sieg in Texas bereitete wirklich die Voraussetzungen für Bushs kometenhaften Aufstieg zur Präsidentschaft nur wenige Jahre später. Wahnsinn, wie sich die Dinge entwickeln können, nicht wahr? Eine Wahl kann einen so massiven Einfluss auf den Verlauf der politischen Geschichte haben. Ist das nicht die Wahrheit? Nun, es ist definitiv eine interessante Fallstudie darüber, wie sich die politische Landschaft so schnell verändern kann. Absolut. Es ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir immer engagiert und informiert bleiben sollten, wenn es um Wahlen geht, man weiß nie, was passieren könnte. Ganz gewiss. In Ordnung. Ich bin fasziniert, tiefer in diesen Teil der politischen Geschichte einzutauchen. Dort gibt es viele faszinierende Lektionen zu entdecken. Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr zu lernen, wenn es um die Vor- und Nachteile von Kampagnen und Regieren geht. Sollen wir mehr Nachforschungen anstellen? Lass es uns machen. Ich bin bereit, meinen politischen Freak auf die Reihe zu bekommen. Das wird gut werden. Lektion 5. Bushaltestelle Banta. In Ordnung, Anna, lass uns über etwas sprechen, mit dem wir uns alle identifizieren können: öffentliche Verkehrsmittel. Oh, die Bushaltestelle, Okay, ich bin dabei. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie hilfreich es ist, wenn an Bushaltestellen diese praktischen Fahrpläne ausgehängt sind. Unbedingt.
Diese Zeitpläne sind ein Lebensretter, besonders wenn Sie versuchen, Ihre Ankunft genau richtig zu planen. Ernsthaft. Sie müssen nicht mehr raten, wann der nächste Bus kommt. Sie können einfach einen Blick auf den Fahrplan werfen und genau wissen, was Sie erwartet. Exakt. Und es geht nicht nur um Bequemlichkeit, diese Fahrpläne helfen wirklich, Stress abzubauen, weißt du? Ganz gewiss. Nichts ist schlimmer, als ängstlich rumzustehen und sich zu fragen, ob du deine Fahrt verpasst hast oder ob sie spät dran ist. Auf jeden Fall. Der Zeitplan nimmt all das Rätselraten aus der Gleichung. Sie können sich einfach entspannen und mit Zuversicht warten. Exakt. Und es sind nicht nur die Passagiere, die davon profitieren, oder? Diese Fahrpläne sind auch für die Busfahrer sehr hilfreich. Guter Punkt. Es erleichtert Ihnen wahrscheinlich die Arbeit erheblich, wenn die Fahrer genau wissen, wann sie den Bus erwarten müssen. Vollkommen. Sie müssen nicht so viele Felder eingeben. Wann kommt der nächste Bus? Fragen. Haha, ja. Der Fahrplan ist für die Fahrer wie eine Karte ohne Rückfragen. Genau. Obwohl ich mir sicher bin, dass Sie immer noch gelegentlich verwirrte oder geistesabwesende Passagiere haben. Haha, oh ja. Da ist immer diese eine Person, die den Zeitplan einfach nicht durchschaut. Ist das nicht die Wahrheit? Aber hey, zumindest ist der Zeitplan da, um Ihnen zu helfen, Klarheit zu schaffen. Absolut. Es ist eine wertvolle Ressource für Fahrer aller Niveaus an Buskenntnissen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich ohne diese praktischen kleinen Fahrpläne an der Haltestelle machen würde. Das Gleiche hier. Sie sind wirklich wegweisend, wenn es um öffentliche Verkehrsmittel geht. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Okay, jetzt bin ich neugierig. Was ist dein persönlicher Bushaltestellen-Fahrplan-Hack? Oh, gute Frage. Ich würde sagen, ich nehme mir vor meinem Stopp immer etwas mehr Zeit. Auf diese Weise beeile ich mich nie. Kluger Schachzug. Ich muss den Puffer einbauen, nur für den Fall. Was hast du sonst noch? Oh, und ich achte immer darauf, den Zeitplan noch einmal zu überprüfen, bevor ich losfahre, nur um die Zeiten zu bestätigen. Nett, nett. Den Überblick über die Details behalten, das gefällt mir. Gibt es noch andere Tipps, auf die du schwörst? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Ich habe vorsichtshalber einen Screenshot des Stundenplans auf meinem Handy. Oh, das ist gut. So hast du es immer griffbereit, egal was passiert. Genau. Man weiß nie, wann man unterwegs vielleicht darauf zurückgreifen muss. Definitiv ein Lebensretter. In Ordnung, ich fühle mich inspiriert. Zeit, mein Spiel an der Bushaltestelle zu verbessern. Haha, mach dich dran. Diese Fahrpläne warten auf niemanden, mein Freund. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, ich bin bereit, ein Profi für öffentliche Verkehrsmittel zu werden. Bushaltestelle, ich komme. Lektion 6. Das ernsthafte Geschwister. Hey Anna, kann ich dich etwas über deine Familie fragen? Klar, was geht dir durch den Kopf? Ich habe mich nur gefragt, wie war deine älteste Schwester, als sie aufgewachsen ist? Ich habe gehört, dass sie ganz anders ist als du.
Ah ja, meine große Schwester. Sie war definitiv das genaue Gegenteil von mir. Wirklich? Wie denn? Zunächst einmal war sie immer die stille, ernste Person in der Familie. Wow, also das komplette Gegenteil von deinem sprudelnden Ich, hm? Genau. Während ich herumlief und Unheil anrichtete, war sie der perfekte Engel. Haha, ich kann es mir einfach vorstellen. Ihr zwei müsst eure Eltern verrückt gemacht haben. Oh, du hast keine Ahnung. Sie wollten ständig, dass ich meiner Schwester ähnlicher werde. Ich wette, das ist schnell alt geworden, oder? Das hast du richtig verstanden. Es fühlte sich an, als könnte ich niemals nur ich selbst sein. Oh Mann, das ist hart. Seid ihr beide je wegen der Unterschiede aneinander geraten? Oh, die ganze Zeit. Sie wäre so frustriert über meine Spielereien. Das kann ich mir vorstellen. Der Verantwortliche ärgert sich immer über das wilde Kind. Vollkommen. Und sie hielt mir diese langen, enttäuschten Vorträge. Es war das Schlimmste. Huch, klingt nach einer echten Rivalitätssituation zwischen Geschwistern. Ja, als wir aufwuchsen, hatten wir definitiv eine Menge Kämpfe. Aber ich schätze, ihr zwei steht euch jetzt ziemlich nahe, oder? Überraschenderweise ja. Es hat einige Zeit gedauert, aber irgendwann haben wir gelernt, unsere Unterschiede zu akzeptieren. Das ist großartig. Es ist toll, wenn Geschwister diese Kindheitsrivalität hinter sich lassen können. Auf jeden Fall. Jetzt wissen wir wirklich zu schätzen, wie sich unsere Persönlichkeiten ergänzen. Ich wette, das sorgt für eine wirklich lustige Familiendynamik. Oh, ganz sicher. Wir sorgen für eine gute Balance im ganzen Clan. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Du bist der Mittelpunkt der Party und deine Schwester sorgt dafür, dass alle auf dem Boden bleiben. Genau. Sie ist das Yin für mein Yang, weißt du? Ich stehe drauf. Hört sich an, als ob ihr ein großartiges Team seid. Das tun wir wirklich. Der ganze Streit zwischen Geschwistern hat sich am Ende gelohnt. Oh, das ist so süß. Freut mich, dass ihr beide das geklärt habt. Ich auch. Ehrlich gesagt würde ich meine ernsthafte Schwester gegen nichts eintauschen. Oh, sieh dir an, wie du so sentimental wirst. Ich liebe es. Haha, erzähl es niemandem. Ich habe einen Ruf zu wahren, weißt du. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Aber ich muss sagen, es ist schön, diese weichere Seite von dir zu sehen. Ah, was kann ich sagen? Familie hat die Art, das Beste aus Menschen herauszuholen. Ist das nicht die Wahrheit? In Ordnung, ich bin offiziell inspiriert, meine eigenen Geschwister zu umarmen. Haha, mach es. Teile die Liebe zu Geschwistern. Das werde ich tun. Danke für das aufschlussreiche Gespräch, Anna. Lektion 7. Die Vorteile des öffentlichen Verkehrs. Hey Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich dein Auto aufgegeben hast. Hey, wie ist das gelaufen? Oh, es war sicherlich eine Anpassung. Aber ich muss sagen, ich genieße die Abwechslung wirklich.
Wirklich? Ich dachte, es wäre schade, die Freiheit des Autofahrens aufzugeben. Das könnte man meinen. Aber es war eigentlich ziemlich toll. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bietet viele Vorteile. Wie was? Ich bin neugierig, deine Sicht darauf zu hören. Nun, für den Anfang muss ich mich nicht mehr mit dem lästigen Parken auseinandersetzen. Oh, das ist ein großer Vorteil. Parken kann so ein Albtraum sein. Genau. Und ich muss mir keine Sorgen um Wartung, Benzin oder Versicherung machen. Wow, das muss finanziell eine riesige Last von deinen Schultern sein. Auf jeden Fall. Dadurch wurde ein Großteil meines Budgets für andere Dinge frei. Das ist großartig. Also, was machst du mit all dem zusätzlichen Geld? Ich konnte mehr reisen, was unglaublich war. Außerdem habe ich in Hobbys investiert. Toll, das klingt nach einem fantastischen Kompromiss. Was für Hobbys hast du aufgegriffen? Oh, weißt du, das übliche, Kochen, Lesen, sogar Kunstunterricht nehmen. Wow, das ist beeindruckend. Es ist, als hättest du eine ganz neue Welt ohne das Auto erschlossen. Absolut. Und das Beste daran ist, dass ich die Pendelzeit für mich selbst nutzen kann. Oh ja, ich wette, das fühlt sich wie ein Luxus an. Kein Sitzen mehr im Stau. Exakt. Ich kann lesen, Podcasts hören oder einfach die Seele baumeln lassen und entspannen. Das klingt ziemlich nett, ich werde nicht lügen. Gefällt dir sonst noch etwas an öffentlichen Verkehrsmitteln? Lass mich nachdenken. Oh, ich finde es toll, dass es besser für die Umwelt ist. Guter Punkt. Umweltfreundlich zu sein ist ein großes Plus. Absolut. Und ich habe sogar im Bus oder Zug neue Freunde gefunden. Oh wow, das ist ein unerwarteter Vorteil. Auf dem Arbeitsweg Kontakte knüpfen, hm? Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, Leute kennenzulernen und kleine Gespräche zu führen. Das ist echt cool. Das klingt, als hättest du diese Änderung des Lebensstils angenommen. Das habe ich wirklich. Das war zuerst eine Anpassung, aber jetzt würde ich es nicht anders haben wollen. Das ist großartig, Anna. Ich freue mich wirklich für dich und all die positiven Dinge, die du entdeckt hast. Danke, John. Das war eine so angenehme Überraschung und ich bin froh, dass ich umgestiegen bin. Nun, du hast mich definitiv dazu inspiriert, meine eigene Abhängigkeit vom Auto zu überdenken. Ich sage dir, es lohnt sich, es zumindest auszuprobieren. Die Vorteile können so lohnend sein. Ich werde unvoreingenommen sein. Wer weiß, vielleicht pendle ich mit dem Bus, bevor du dich versiehst. Haha, daran halte ich dich fest. Lass es mich wissen, wenn du irgendwelche Tipps brauchst. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass du deine Erfahrung teilst, Anna. Lektion 8. Neue Hobbys entdecken. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit ein paar neue Hobbys ausprobiert hast. Darauf kannst du wetten. Ich bin immer auf der Suche nach lustigen und interessanten Dingen, die es zu entdecken gilt. Das ist großartig.
Auf welche Art von Hobbys hast du dich eingelassen? Nun, ich habe vor kurzem Töpferunterricht genommen und ich liebe ihn. Töpferei, hm? Das klingt nach einem wirklich praktischen und kreativen Hobby. Ist es? Ich habe mir die Hände schmutzig gemacht und gelernt, Ton zu formen. Das ist großartig. Hast du bis jetzt irgendwas Cooles gemacht? Oh, ich habe alle möglichen Dinge gemacht, Tassen, Schalen, sogar kleine Skulpturen. Wow, das ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Geschick und Geduld erfordert. Das tut es, aber es ist so lohnend. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und abzuschalten. Das sehe ich. Welche anderen Hobbys hast du erforscht? Nun, ich habe auch angefangen, im Garten zu arbeiten. Ich habe ein kleines Gemüsebeet angelegt. Gartenarbeit, hm? Das ist ein großartiges Hobby, vor allem mit den Vorteilen frischer Produkte. Genau. Ich liebe es, mein eigenes Essen anbauen zu können und zuzusehen, wie es gedeiht. Ich wette, das muss so befriedigend sein. Irgendwelche anderen Hobbys auf deiner Liste? Lass mich nachdenken. Oh, ich habe mich auch am Nähen versucht. Nähen, das ist interessant. Was für Dinge hast du gemacht? Oh, weißt du, nur kleine Projekte wie Kissen, Tragetaschen, solche Dinge. Das ist echt cool. Es ist erstaunlich, wie viele kreative Möglichkeiten es gibt. Vollkommen. Mir hat der Prozess des Erlernens neuer Fähigkeiten wirklich Spaß gemacht. Das ist großartig. Ich habe immer Ehrfurcht vor Menschen, die Dinge mit ihren Händen herstellen können. Es ist so lohnend. Und es ist eine schöne Pause von der digitalen Welt, weißt du? Absolut. Manchmal ist es gut, von Bildschirmen und Technologie Abstand zu nehmen. Exakt. Es ist wie ein mentaler Reset. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys entdeckt? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich war so beschäftigt mit der Arbeit, dass ich nicht viel Zeit hatte. Oh, das ist eine Schande. Vielleicht können wir gemeinsam ein paar Ideen überdenken. Weißt du, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, ich könnte etwas mehr Ausgeglichenheit in meinem Leben gebrauchen. Auf jeden Fall. Ich freue mich, einige der Hobbys, die mir Spaß gemacht haben, mit Ihnen zu teilen. Das wäre toll, Anna. Ich bin offen für Vorschläge. Was schwebt dir vor? Nun, wir könnten uns mit Dingen wie Holzbearbeitung, Fotografie oder sogar Kochkursen befassen. Die klingen alle sehr interessant. Ich muss darüber nachdenken. Absolut. Nehmen Sie sich Zeit, aber haben Sie keine Angst, Ihre Komfortzone zu verlassen. Ja, du hast recht. Ich sollte versuchen, in meiner Freizeit abenteuerlustiger zu sein. Lektion 9. Ein Spaziergang im Park. Jo, Anna, ich muss dir von meinem Nachmittag erzählen. Oh, erzähl es. Was hast du gemacht? Nun, ich beschloss, einen kleinen Spaziergang im Park zu machen.
Der Park, Das klingt nach einer schönen Art, den Nachmittag zu verbringen. Das war es wirklich. Das Wetter war perfekt und ich musste nur raus. Das kann ich mir vorstellen. Was war das Beste an deinem Parkabenteuer? Lass mich nachdenken. Ich muss sagen, die Tierwelt, die ich gesehen habe. Oh, welche Art von Wildtieren hast du gesehen? Nun, ich sah ein paar Eichhörnchen herumhuschen und Nüsse sammeln. Oh, Eichhörnchen sind so süß. Hast du sonst noch etwas gesehen? Ja, ich habe sogar ein paar Enten im Teich gesehen. Die Enten im Parkteich, wie friedlich muss das gewesen sein? Das war es wirklich. Sie schwebten einfach dahin, so ruhig. Ich liebe es, Enten im Wasser zu beobachten. Hattest du die Gelegenheit, sie zu füttern? Weißt du, das habe ich nicht, aber das ist eine tolle Idee für das nächste Mal. Definitiv. Die Enten müssen vor Aufregung gequackt haben. Haha, das kann ich mir vorstellen. Ich muss beim nächsten Mal daran denken, etwas Brot mitzubringen. Oh, und vielleicht auch etwas Mais oder Erbsen. Den Enten würde das gefallen. Gute Entscheidung. Vor meinem nächsten Parkspaziergang muss ich meine Vorräte auffüllen. Es sind die kleinen Dinge wie diese, die einen Spaziergang im Park so besonders machen können. Absolut. Ich fühle mich so viel entspannter, nachdem ich in der Natur war. Ich wette, es hat einfach etwas, von viel Grün und frischer Luft umgeben zu sein. Vollkommen. Es ist das perfekte Gegenmittel gegen einen stressigen Arbeitstag. Einverstanden. Hast du zufällig noch andere interessante Wildtiere gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich ein paar Schmetterlinge gesehen, die herumflatterten. Oh, wie schön. Ich liebe es, Schmetterlinge im Park zu beobachten. Ich auch. Es waren so lebendige Farben, es war faszinierend. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Natur bietet wirklich die beste kostenlose Unterhaltung. Ganz gewiss. Ich bin froh, dass ich mich für diesen Spaziergang entschieden habe. Es war genau das, was ich brauchte. Ich freue mich so, das zu hören, John. Jeder sollte sich Zeit für diese kleinen Momente nehmen. Absolut. Ich glaube, ich werde regelmäßig mehr Parkausflüge machen. Gute Entscheidung. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Zuhören, Anna. Es ist schön, die Erfahrung zu teilen. Lektion 10. Eine köstliche Entdeckung. Jo, Anna, ich muss dir von diesem tollen Ort erzählen, den ich entdeckt habe. Oh, erzähl es. Was ist deine neue Entdeckung? Nun, ich bin in der Innenstadt herumgelaufen und bin auf diese unglaubliche Bäckerei gestoßen. Eine Bäckerei, sagst du? Das klingt absolut entzückend. Das ist es wirklich. Die Gerüche, die aus diesem Ort kamen, waren nicht von dieser Welt. Das kann ich mir nur vorstellen.
Was für Leckereien hatten Sie im Angebot? Oh Mann, alles von frisch gebackenen Kuchen bis hin zu köstlichen Torten. Kuchen und Torten, hm? Das reicht, damit meine Naschkatzen anfangen zu schmerzen. Ich weiß, oder? Es fiel mir schwer, mich zu entscheiden, was ich zuerst ausprobieren wollte. Ich nehme es dir nicht übel. Es muss im besten Sinne eine Reizüberflutung gewesen sein. Vollkommen. Es gab so viele verlockende Optionen, es war fast überwältigend. Nun, was hast du am Ende bekommen? Lass mich nicht hängen. Nun, ich habe mich für einen Klassiker entschieden, ein schönes, großes Stück Apfelkuchen. Oh, Apfelkuchen, mein Favorit. Oh, wie war's? Haltet euch nicht zurück. Es war absolut unglaublich, Anna. Wahrscheinlich der beste Apfelkuchen, den ich je gegessen habe. Wow, in der Tat ein großes Lob. Was hat es so unglaublich gemacht? Nun, für den Anfang war die Kruste perfekt flockig und buttrig. Das ist die Grundlage für einen wirklich großartigen Kuchen. Exakt. Und die Füllung war genau die richtige Balance zwischen süß und herb. Uff, ich kann es praktisch von hier aus probieren. Jetzt habe ich Lust auf ein Stück. Ich wünschte, ich hätte dir ein Stück bringen können. Es war ehrlich gesagt so gut. Keine Sorge, ich muss bald selbst einen Ausflug dorthin machen. Tun Sie es auf jeden Fall. Ich garantiere dir, dass du nicht enttäuscht sein wirst. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht sein werde. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, als Sie dort waren? Oh ja, die Kuchen sahen auch absolut dekadent aus. Oh, was zum Beispiel? Ich brauche all die köstlichen Details. Nun, da war dieser Schokoladenkuchen, der absolut sündhaft aussah. Sündig, sagst du? Jetzt hast du wirklich mein Interesse geweckt. Es war dieser reichhaltige, flauschige Kuchen mit Schichten cremiger Schokoladenglasur. Oh, ich spüre, wie meine Geschmacksknospen kribbeln, wenn ich nur daran denke. Vertrauen Sie mir, es war die Art von Kuchen, bei der Sie Lust bekommen, den Teller sauber zu lecken. Haha, ich habe keinen Zweifel. Ich werde mir diesen Ort auf jeden Fall ansehen müssen. Du wirst es nicht bereuen, Anna. Es ist ein echtes verstecktes Juwel von einer Bäckerei. Dann betrachte meine Naschkatze als ausreichend fasziniert. Haha, Mission erfüllt. Ich freue mich, dass ich diese köstliche Entdeckung teilen konnte. Lektion 11. Eine düstere Reflexion. Hey Anna, kann ich mit dir über etwas sprechen, das mich schwer beschäftigt hat? Natürlich, John. Ich bin immer hier, um zuzuhören. Was ist auf deinem Herzen? Es ist einfach, diese Gewalt und dieses Blutvergießen, es ist einfach so herzzerreißend. Ich weiß, John. Die Nachrichten waren in letzter Zeit so beunruhigend. Es ist schwer, das alles zu verstehen. Absolut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Welt einfach außer Kontrolle gerät. Ich verstehe dieses Gefühl nur zu gut. Es kann überwältigend und entmutigend sein.
Ja, und das Schlimmste ist, es scheint keine einfache Lösung zu geben. Du hast recht, es gibt keine einfache Lösung. Aber ich glaube, es muss einen besseren Weg geben. Was meinst du? Wie können wir dieser sinnlosen Gewalt einen Sinn geben? Ich denke, es beginnt damit, dass man versucht, alles mit mehr Mitgefühl und Verständnis anzugehen. Mitgefühl und Verständnis? Nach all den Menschenleben, die verloren wurden? Ich weiß, dass es schwierig ist, John. Aber an Hass und Wut festzuhalten wird die Wunden nicht heilen. Also, was schlägst du vor, dass wir dann tun? Einfach die Augen vor allem verschließen? Ganz und gar nicht. Wir sollten die Realität dessen, was passiert, nicht ignorieren. Aber wir müssen versuchen, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Eine andere Perspektive? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folge. Sind die Fakten nicht einfach die Fakten? Nun ja, die Fakten sind die Fakten. Aber oft spielen komplexe Grundprobleme eine Rolle. Wie was? Was könnte diese Art von Blutvergießen rechtfertigen? Ich sage nicht, dass es das rechtfertigt, John. Aber wir müssen versuchen, die Ursachen zu verstehen. Die Hauptursachen? Klingt für mich, als würdest du Ausreden für diese Gräueltaten finden. Ich mache keine Ausreden, John. Ich schlage nur vor, dass wir es nuancierter angehen. Nuance? Wie kann es Nuancen geben, wenn unschuldige Menschen getötet werden? Ich weiß, dass es schmerzhaft ist, John. Aber mit mehr Gewalt und Hass zu reagieren, wird nichts heilen. Also, was meinst du, sollten wir dann tun? Einfach zurücklehnen und es geschehen lassen? Nein, ganz und gar nicht. Wir müssen uns gegen Ungerechtigkeit wehren. Aber wir müssen es mit Liebe tun, nicht mit Hass. Liebe. Nach all dem Gemetzel? Es tut mir leid, Anna, aber es fällt mir einfach schwer, das so zu sehen. Ich verstehe, John. Es ist ein unglaublich schwieriges und komplexes Thema. Aber ich glaube wirklich, dass das der einzige Weg nach vorne ist. Ich hoffe, du hast recht, Anna. Das tue ich wirklich, weil mir die Hoffnung ausgeht. Ich weiß, John. Aber wir können nicht aufgeben. Wir müssen weiter für eine bessere Welt kämpfen, mit Mitgefühl als Leitfaden. Ich werde es versuchen, Anna. Um deinetwillen, wenn nichts anderes. Ich hoffe nur, es ist nicht alles umsonst. Hab Vertrauen, John. Wenn wir alle mit offenem Herzen zusammenkommen, können wir meiner Meinung nach etwas bewirken. Ich hoffe, du hast recht. Denn im Moment fühlt sich alles so hoffnungslos an.